Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ConMike. Heute in diesem Video geht es einmal mehr um das Thema Rasenbewässerung. Um genau zu sein, um das Thema Steuerung einer Rasenbewässerung. Ihr seht im Hintergrund meine Rasenbewässerung der Ostfläche. Ich habe zusätzlich noch Beete, ich habe Hecken, ich habe Pflanzen, Bäume, Sträucher und dergleichen, die alle automatisch bewässert werden. Das Ganze steuere ich im Moment über einen Hunter X-Core Bewässerungscomputer. Dieses Teil funktioniert einwandfrei, wirklich sehr solide, allerdings ist er nicht smart. Ich kann ihn programmieren, ich kann ihn einstellen, aber wenn ich nicht da bin, kann ich an der ganzen Programmierung nichts ändern. Und an der Stelle möchte ich jetzt einfach was ändern, denn ich möchte auch meine Bewässerung smart machen und dafür kommt der Hunter Hydrawise Bewässerungscomputer zum Einsatz. Dieser Bewässerungscomputer sorgt dafür, dass ich nicht nur fertige Zeiten programmieren kann, Bewässerungszonen anlegen kann, den Wetterbericht integrieren kann und eben auch zusätzliche Sensoren wie die Erdfeuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit und dergleichen mit integrieren kann. Nein, ich kann hier auch jederzeit über die App das Ganze aus der Ferne steuern. Und wenn euch interessiert, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt einfach dran, denn genau darum geht es in diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich meinen bestehenden Hunter X-Core Bewässerungscomputer austausche gegen den Hunter Hydrawise und dabei die bestehende Verkabelung einfach übernehme. Anschließend zeige ich euch, wie ihr das Teil programmieren könnt, sowohl am Computer als auch am Telefon an der App. Doch zuvor ein paar kleine Hinweise zur grundsätzlichen Aufbau einer Rasenbewässerungsanlage. Ihr seht hier im Hintergrund meine Anlage, die mit Hunter MP-Rotatoren läuft. Das sind diese Rotationsregner, die ja diesen schönen Kreislauf aufbauen. Funktioniert perfekt, ist extrem wassersparend im Sinne von braucht nicht viel Druck, braucht nicht viel Wasser, läuft also auch da, wo nur eine kleine Pumpe zum Beispiel dran hängt. Hier in diesem Bereich habe ich noch meine großen Getrieberegner laufen, meine i20-Regner, und an der Stelle möchte ich euch einfach mal zeigen, wie die Verkabelung ausschaut. Ich habe hier 3 Kreise installiert. An jedem Kreis seht ihr insgesamt 2 Kabel. Das Ganze wird ja gesteuert über einen Gleichstrommechanismus. Bedeutet, wenn Spannung anliegt, wird das Ventil geöffnet. Liegt keine Spannung an, ist das Ventil geschlossen. Jeweils das Massekabel aus jedem einzelnen Ventil habe ich in dieser Box hier zusammengelegt. Das läuft alles am Ende über ein einziges Kabel direkt in den Bewässerungscomputer. Und dann kommt zusätzlich das Spannungskabel von jedem Ventil an einen eigenen Anschlusspunkt innerhalb des Bewässerungscomputers. Und so kann ich mit meinem Hunter 801 insgesamt 8 Ventile steuern, und mit dem neuen Hunter Hydrawise schaffe ich sogar 12 Ventile, könnte das Ganze aber mit zusätzlichen Modulen noch weiter aufrüsten. Alternativ könnt ihr natürlich auch jeden Bewässerungskreis von Hand öffnen. Mit einer halben Umdrehung am Ventil seht ihr, springen die Regner an und laufen dann hier ebenfalls. Und hier unten in meinem Keller habe ich nun meinen Hunter X-Core Bewässerungscomputer installiert. Hier an dieser Hohlwand hängt das Gerät mit einer kleinen Anleitung, die ich mir immer oben drauf hinlege, und der Trafo, der liegt hier oben. Das Kabel wird in der Wand durchgeführt und hier eingesteckt. Beim Trafo habe ich eine gute Nachricht. Dieser Trafo vom Hunter X-Core ist der gleiche Trafo, der auch beim Hunter Hydrawise verwendet werden kann. Es sind die identischen Modelle. Ich habe auf der Rückseite dieser Wand hier meine Wasserversorgung, und hier seht ihr, kommen die ganzen Kabel, diese Steuerkabel für den Bewässerungscomputer hervor. Die Kabel werden dann auf der Rückseite des Bewässerungscomputers hier eingeführt. Das seht ihr hier, einmal das Kabel für die Stromversorgung, eine Notbatterie ist eingebaut, um die Daten zu speichern, insbesondere Datum und Uhrzeit. Ich habe das Massekabel und für jeden meiner bisherigen 7 Bewässerungskreise die entsprechende Spannungsversorgung. Ganz wichtig, dieses gelb-grüne Kabel ist jetzt kein Schutzleiter in dem Sinne. Viele Elektriker werden mich dafür jetzt wieder prügeln. Nein, es ist tatsächlich das Massekabel, denn ich habe hier kein Elektrokabel verbaut, sondern ein Steuerkabel. Und ich weiß, dass dies kein Schutzkabel, kein Schutzleiter in dem Sinne ist, sondern das sieht man auch direkt auf der Außenseite, dass es in die Ventile reingeht, und eben über dieses eine Kabel werden alle Ventile entsprechend mit dem Massepunkt versorgt. Der Hunter X-Core lohnt sich nach wie vor für all diejenigen, die sagen, ich brauche keinen modernen App
Schnickschnack und dergleichen. Mir reicht es, wenn ich das Gerät ein einziges Mal programmiere und dann läuft es einfach durch. Ich kann ja mehrere Zonen anlegen, mehrere Uhrzeiten pro Tag anlegen. Das Teil kann wirklich sehr, sehr viel, auch wenn es auf den ersten Blick schon etwas altmodisch ausschaut. Wer das Neue nicht braucht, kann durchaus mit dem alten Gerät weiterarbeiten, funktioniert tadellos. Ich möchte aber gern die App-Steuerung nutzen, um eben im Bedarfsfall auch aus der Ferne mal die Programme zu ändern. Und ja, zunächst werde ich dieses Teil abbauen, anschließend den Hydra-Weiß anbauen, die Kabel entsprechend zuordnen, neu anschrauben und dann geht es um die Einrichtung im WLAN bzw. ja in meinem Netzwerk. Und dazu ein wichtiger Hinweis: Dieses Gerät solltet ihr ja nutzen, wenn ihr kein WLAN habt. An dem Bereich, wo es eingebaut wird, wenn ihr den Hunter Hydra-Weiß nutzen wollt, braucht ihr einen Installationsort mit einem guten WLAN-Empfang. Das Gerät selber hat leider keinen LAN-Port, also das funktioniert tatsächlich nur über die Funkverbindung. Wenn ihr die nicht habt, braucht ihr gar nicht erst anfangen oder ihr besorgt euch einen Repeater, den ihr in der Nähe aufhängt, um eben ein entsprechend gutes Signal bereitzustellen. Der Hunter Hydra-Weiß kommt in einer kleinen, unscheinbaren Packung und wie ihr auf der Verpackung schon sehen könnt, ist das Teil smart, kann direkt über den Computer oder über das Tablet oder über das Telefon gesteuert werden. Es gibt die Ausführung mit 6 Zonen, 12 Zonen und Ergänzung um jeweils weitere 12 Zonen. Ihr könnt das Ganze also modular erweitern. Das Zubehör ist auch recht überschaubar, denn es gehört gar nicht viel dazu. Ihr bekommt eine relativ gut beschriebene Bedienungsanleitung, das Ganze auch in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch verfügbar. Und der Computer ist natürlich auch dabei. Nicht sehr groß, relativ leicht auch. Es gibt Befestigungsschrauben dazu und noch eine Stromversorgung. Und je nachdem, wo ihr lebt, habt ihr eben dann einen 220 Volt Stecker oder 110 Volt, der über den Trafo dann direkt mit dem Bewässerungscomputer über diese beiden Kabellitzen angeschlossen wird. Es gibt auch Varianten für den Outdoor-Bereich. Die sind natürlich nicht offen mit so einem Trafo versehen, sondern da ist die Elektrik direkt im Bewässerungscomputer verbaut, um das Ganze vor Feuchtigkeit, Nässe und Regen zu schützen. Auf die Größe, ja, die seht ihr hier. Das Teil ist relativ überschaubar, auch der Display ist relativ überschaubar. Ihr habt jetzt hier die Rückseite mit den technischen Angaben und über die beiden Verschlüsse an der Seite kann das Seitenteil geöffnet werden. Und hier habt ihr mal die Anschlüsse aus der Nähe. Anschluss für die Stromversorgung, die beiden Kabellitzen vom Trafo. Ihr könnt Sensoren anschließen und in dem Fall insgesamt 12 Spannungskabel, um die Ventile einzeln ansteuern zu können. Vom Grundgedanken funktioniert das Ganze so, dass ihr eure Zonen hier einprogrammiert, entsprechend die Kabel anschließend und der Computer wird dann die Ventile der Reihenfolge nach öffnen, so wie ihr das programmiert habt. Und wenn ihr jetzt eine Rasenbewässerung zum Beispiel habt mit insgesamt 5 Zonen und eure Pumpe, euer Wasseranschluss schafft es eben nicht, alle 5 Zonen auf einmal zu bewässern, dann startet der Computer automatisch mit der ersten Zone, läuft die programmierte Zeit ab. Sobald die fertig ist, startet die zweite Zone mit der entsprechenden Zeit. Das bedeutet, dass eben nicht das ganze Wasser auf einmal auf den Rasen hinausgegeben wird, sondern nacheinander. Und somit könnt ihr mit dem vorhandenen Wasserdruck, mit der Wasserleistung, Wasserdurchflussmenge wunderbar arbeiten. Wie gesagt, das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit einer Rasenbewässerung, sondern auch mit einer Beetbewässerung. Ich nutze ja zum Beispiel von Rainbird die Tropfrohre, habe die in die Beete mit eingebaut, so dass das Gemüse jederzeit perfekt mit Wasser versorgt wird, auch in den Zeiten, wo es mal trocken ist. Doch genug geschwätzt, ich nehme das Teil jetzt, gehe rüber in meinen anderen Keller, werde dort den Hunter X-Core ausbauen, euch dort mal die Verkabelung zeigen, wie ich sie angelegt habe und ersetzen durch den Hunter Hydra-Weiß. Wenn euch das Video bisher aber schon gefallen hat, dann drückt mal auf den Gefällt mir Button, vergesst nicht das Abo, denn es wird einen zweiten Teil geben, wo ich euch dann direkt zeige, wie ihr das Teil noch besser programmieren könnt. Und wenn ihr jetzt schon Interesse habt, wo ihr das Teil herbekommt, auch mal unter das Video schauen. Alles, was ich hier verbaue und verwende, habe ich euch dort entsprechend verlinkt. Wenn ihr mir meine Links einkauft, das wisst ihr, unterstützt ihr meinen Kanal finanziell, weil ich eine Provision bekomme. Und ihr habt aber keinerlei Nachteile, sondern lediglich ein gutes Gewissen, weil ihr mir geholfen habt. Vielen Dank an der Stelle und jetzt geht's ab in den anderen Keller. Um den Hunter X-Core Bewässerungscomputer zu deinstallieren, werde ich das Gerät natürlich zunächst erstmal stromlos schalten. Auch wenn es nur 24 Volt sind, muss es ja nicht sein, mir einen Stromschlag einzufangen. Ihr seht, der Stecker, der ist gezogen. Das Gerät gibt mir an, dass kein Strom mehr verfügbar ist.
Nun kann ich die Anschlussklemmen einzeln der Reihenfolge nach öffnen und mir entsprechend die Kabel bereitlegen für die Neuinstallation am Hunter Hydra-Weiß. Ich beginne mit der Stromversorgung. Das sind diese beiden Kabel. Und dann folgen bei mir die beiden Kabel für die Masse, die einfach nur eingeklemmt waren. Und von der 1 über die 2 bis zur 7 die einzelnen Ventilanschlüsse. Sowohl der Hunter X-Core als auch der Hunter Hydra-Weiß verfügen über zusätzliche Eingänge. Ihr könnt unter anderem hier noch eine Pumpe mit steuern über den P-Anschluss oder auch zusätzliche Sensoren anschließen. All das wird vom Gerät unterstützt. Ich kann meine Kabel problemlos einfach abziehen, denn die verlegten Steuerkabel sind einzeln durchnummeriert. Das habe ich damals extra so gekauft, damit ich auch weiß, welches Kabel wohin gehört. Wenn ihr wissen wollt, welches Kabel ich hier verwende, schaut einfach mal unter das Video in die Beschreibung. Ich habe den neuen Hunter Hydra-Weiß Bewässerungscomputer mit den beiden Schrauben an meiner Gipskartonwand befestigt und diesmal auch Hohlwanddübel verwendet. An der Rückseite des Computers sind vorgestanzte Öffnungen, durch die ich die Kabel nun durchgeführt habe. Die beiden Kabel habe ich dafür durch neue Löcher in der Wand herausgeführt. Alternativ hätte ich auch hier unten diesen Bereich herausbrechen können und mit den Kabeln von unten in das Gerät hineingekonnt. Nun bleibt mir noch eine Aufgabe übrig. Ich muss die Stromversorgung hier oben wieder anschließen. Hierbei spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge das Kabel angeklemmt wird. Und danach muss ich meine Steuerkabel wieder einzeln an die Zonen 1 bis 7 bzw. 12 anschließen. Meine beiden Massenkabel, die ich ja als rot-grünes Kabel separat sehr gut erkennen kann, kommen in den Common Interface hier unten angeklemmt. Die Kabel sind nun alle in der entsprechenden Klemme ihrer Zone angeschlossen. Ich habe das Ganze noch ein wenig zusammengedrückt, dass ausreichend Platz vorhanden ist und kann nun die Abdeckung einfach wieder aufschieben. Als nächstes kann ich den Stromstecker wieder in die Steckdose stecken und das Gerät damit starten. Beim erstmaligen Start muss ich natürlich die Grundeinstellung des Gerätes konfigurieren. Unter anderem kann ich an dieser Stelle bereits die WLAN-Zugangsdaten einrichten. Hierfür habe ich die Möglichkeit, die Hunter-eigene App zu verwenden oder das Ganze offline zu machen bzw. das komplette Gerät ohne irgendeine Internetverbindung zu nutzen. Im nächsten Schritt möchte das Gerät sich mit dem Internet, mit meinem WLAN-Netzwerk verbinden. Hierzu wird es alle Frequenzen im 2,4 GHz Bereich scannen. Ich klicke auf OK und das Gerät zeigt mir alle WLAN-Netze an, die ich verfügbar habe. Hier kann ich einen WLAN-Zugangspunkt auswählen und mit Confirm entsprechend die Einwahl in dieses Netzwerk bestätigen. Als nächstes muss ich natürlich das Netzwerkkennwort eingeben, um den Zugang zu erhalten. Nachdem ich die WLAN-Verbindung bereitgestellt habe, lande ich im Hauptmenü des Hydra-Weiß. Hier kann ich nun alle Einstellungen direkt am Gerät vornehmen. Meiner Meinung nach funktioniert das, aber es ist doch etwas umständlich, denn das Display ist relativ klein und man muss schon sehr genau klicken, um immer an die richtige Stelle zu kommen.
Unter Settings können eine Einstellung vorgenommen werden, unter anderem die Konfiguration. Das Gerät kann hier zurückgesetzt werden. Ihr könnt die Offline-Einstellung vornehmen, zum Beispiel das WLAN deaktivieren oder die Uhrzeit euch anschauen. Die Uhrzeit wird automatisch über die Internetverbindung zugespielt. Ihr müsst hier also nichts von Hand einstellen. Die Sensoren können hier einzeln kalibriert werden, sofern sie angeschlossen sind. Und die Offline-Programme können ebenfalls festgelegt werden. Das funktioniert alles direkt am Gerät. Meiner Meinung nach ist es aber über die App bzw. am Computer deutlich einfacher. Und deswegen nehme ich euch jetzt mit und zeige euch, wie ich die Einstellung dort vornehme. Um den Hydrawise online nutzen zu können, benötigt ihr ein Kundenkonto, welches ihr anlegen müsst. Anschließend könnt ihr dem Gerät einen Namen geben und auch die Seriennummer erfassen. Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Gerätes und könnte alternativ auch später noch erfasst werden. Da ich meinen Hydrawise bereits direkt am Gerät mit dem WLAN verbunden habe, kann ich diesen Punkt an dieser Stelle überspringen und komme im Assistenten direkt zur Anlage der einzelnen Beregnungszonen. Die Anlage der Zonen erfolgt ebenfalls über einen Assistenten. In diesem kann ich der Zone zunächst einen Namen geben, eine Nummer zuweisen, mir ein Symbol ausdenken und bereits festlegen, ob die Bewässerung zeitabhängig, smart oder mit virtueller Solar-Sync-Technologie passieren soll. Eine detaillierte Beschreibung des Beregnungstyps wird mir automatisch angezeigt, sobald ich diese Funktion auswähle. Ich nutze die virtuelle Solar-Sync-Technologie, da ich einen etablierten Rasen habe und auf diese Art und Weise langfristig besonders effizient bewässern kann. Der virtuelle Solar-Sync ersetzt den klassischen Regensensor durch eine intelligente, wetterbasierte Steuerung. Statt eines physischen Senders nutzt das System lokale Wetterdaten aus dem Internet, um die Bewässerung automatisch an die Temperatur, Niederschlag und Sonneneinstrahlung anzupassen. So werden die Laufzeiten jeder Zone bei Hitze verlängert und bei Regen verkürzt, ganz ohne manuelles Eingreifen. In den Einstellungen kann ich den Beregnungstyp, die Bewässerungsdauer und die Beregnungshäufigkeit für jede Zone festlegen. Zusätzlich lässt sich die Bewässerung mit den Predictive Watering Einstellungen noch weiter optimieren, zum Beispiel durch vorausschauende Anpassungen bei angekündigten Regen- oder Temperaturanstieg. Das spart Wasser, schützt die Pflanzen und macht die Gartenbewässerung deutlich effizienter. Die Sicker- und Zyklusphasen helfen dabei, dass das Wasser besser vom Boden aufgenommen wird. Statt die gesamte Laufzeit am Stück zu bewässern, wird sie in kürzere Intervalle mit Pausen aufgeteilt. So kann das Wasser einsickern, bevor der nächste Zyklus startet. Das ist ideal bei Hanglagen oder schweren Böden. In den erweiterten Einstellungen jeder Zone lassen sich die Beregnungslaufzeiten noch feiner anpassen. Mit der Funktion Anpassung der Beregnung kann ich die empfohlene Laufzeit prozentual erhöhen oder reduzieren, zum Beispiel bei schattigen oder besonders sonnigen Bereichen. Über Aktuelles aus dem nächsten Durchlauf lernen, passt das System die Laufzeit automatisch an, basierend auf den tatsächlichen Bedingungen. Und mit Flow aus dem nächsten Durchlauf lernen, wird der normale Wasserdurchfluss der Zone ermittelt. Ideal, um später Abweichungen wie Lecks oder verstopfte Düsen zu erkennen. So lässt sich jede Zone noch gezielter und effizienter steuern. Mit der Funktion Programmstartzeit hinzufügen lege ich fest, wann und wie eine Zone bewässert wird. Ich wähle eine genaue Startzeit und bestimme den Beregnungstyp, zum Beispiel eine normale wöchentliche Bewässerung, nur in geraden oder ungeraden Wochen oder eine Beregnung mit niedriger Priorität. Letztere wird nur dann ausgeführt, wenn nach den Hauptzonen noch genug Zeit im Zeitfenster bleibt. Sie ist also nachrangig und ideal für weniger wichtige Bereiche wie Randzonen oder Beete mit geringem Wasserbedarf. Zusätzlich bestimme ich die Beregnungstage, entweder feste Wochentage, gerade oder ungerade Kalendertage. So lässt sich die Bewässerung exakt und effizient auf die Bedürfnisse des Gartens abstimmen. Bei der Zonenauswahl lege ich fest, welche Bereiche meines Gartens bewässert werden sollen. Jede Zone steht dabei für einen eigenen Leitungsstrang mit Magnetventil, zum Beispiel für den Rasen, das Beet oder eben die Hecke. Ich kann jeder Zone einen Namen geben, einen individuellen Zeitplan erstellen und die Laufzeiten sowie den Beregnungstyp anpassen. So wird jeder Bereich genau so bewässert, wie es für Boden, Pflanzen und Lage am besten passt. In den Einstellungen kann ich ein Hauptventil oder ein Pumpenstartrelais aktivieren. Das Hauptventil sitzt direkt hinter dem Wasseranschluss und öffnet nur dann, wenn eine Zone bewässert wird. Es dient als zusätzliche Sicherheitsstufe, um ungewollten Wasseraustritt bei einem defekten Magnetventil zu verhindern.
Alternativ kann ein Pumpenstartrelais verwendet werden, das bei aktiver Zone die angeschlossene Pumpe einschaltet. Beide werden über den Master-Ventilausgang des Steuergeräts angesteuert. Wichtig: Das Steuergerät liefert nur ein 24 Volt AC-Steuersignal. Das Relais darf keine 230 Volt Last direkt schalten. Das passende Anschlussschema wird im Hydrawise-Assistenten angezeigt und unterstützt beim korrekten Anschluss. Damit die wetterbasierte Steuerung zuverlässig funktioniert, wird in den Einstellungen die genaue Standortadresse des Steuergeräts hinterlegt. Auf Basis dieser Position wählt Hydrawise automatisch passende Wetterstationen in der Umgebung aus. In der kostenlosen Version, dem sogenannten Homeplan, wird eine automatisch ausgewählte Wetterstation genutzt. Wer eine bestimmte Station manuell auswählen oder mehrere vergleichen möchte, benötigt den kostenpflichtigen Enthusiastenplan. Dieser bietet auch genauere Wetterdaten und zusätzliche Funktionen zur Optimierung der Bewässerung. Die Wahl der Wetterstation hat direkten Einfluss darauf, wie präzise Regen, Temperatur und Verdunstung erfasst und die Bewässerung daran angepasst wird. Mit dem Assistenten werde ich nun auch meine anderen Zonen entsprechend anlegen. Wenn ihr mehr zu den Zonen, zu den Details und den anderen Funktionen innerhalb der Hydrawise-Anwendung wissen möchtet, dann solltet ihr spätestens jetzt meinen Kanal abonnieren, denn auf dieses Thema werde ich in diesem Video nicht explizit tiefer eingehen, sondern in einem meiner nächsten Videos. Ich habe euch gezeigt, wie ich meinen Hunter X-Core Bewässerungscomputer durch den Hunter Hydrawise ausgetauscht habe und die Zonen erst einmal fix eingerichtet habe. Grundsätzlich funktioniert alles und über die App kann ich auch die einzelnen Zonen direkt starten und testen. Und ihr merkt, das Teil läuft sofort los, es funktioniert alles. Ihr habt aber auch gesehen, dass es deutlich mehr Möglichkeiten gibt. Ihr könnt Wetterstationen dazufügen, ihr könnt virtuelle Wetterstationen anlegen, ihr könnt Sensoren anschließen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das alles funktioniert und wie ihr das richtig in der App oder am PC einrichtet, dann schaut euch mein nächstes Video an. Denn es wird einen zweiten Teil geben, in dem ich viel tiefer auf diese Materie eingehe. Wenn euch das interessiert, dann macht ein Abo zu meinem Kanal, gebt mir das Like für dieses Video und wenn ihr Spaß an diesen Sachen habt und euch selber so einen Bewässerungscomputer zulegen wollt und das ganze Zubehör sucht, dann schaut mal unter das Video. Dort findet ihr unter anderem die passenden Produktlinks, aber auch die Playliste zu den ganzen anderen Dingen, die ich hier bereits gebaut habe, zu den ganzen anderen Bewässerungssystemen. Ich freue mich auf euer Feedback, schreibt mir gerne was unter das Video in den Kommentarspalte hinein, gebt mir Tipps, Anregungen, da freue ich mich ganz besonders drüber und ich sage bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao.